voneinander. Hallo hier. Hey, yo. Was geht? Hey, was ist denn da los? Jetzt? Ja. Hey, was geht ab hier? Hey. Was macht ihr hier? Alles gut? Ja. Herzlich willkommen. Danke. Na du? Was geht? Eastman, lass mal was Geiles machen hier, oder? Ja. Ich kenne dich schon seit Jahren. Ich kenne euch, da wart ihr noch so, Alter. Gleich geht's los. Was versprecht ihr euch von dem Film? Denkt ihr, das wird gut? Ja, hoffentlich. Ja, habt ihr schon einen Trailer gesehen? Nein, Nein? Wir wollten das Beste zum Schluss aufbauen. Ihr lasst euch... War auf jeden Fall lustig, oder? Ja, definitiv. Das war irgendwie das 5. oder 6. Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe mich trotzdem kaputt gelacht. Ja. In jeder anderen Stadt lachen die Leute auch an anderen Stellen irgendwie. Weißt du? Ich hatte diese Screenings so und dann habe ich immer darauf geachtet, so, welcher Witz kommt wo gut an. So, weißt du? Und ja, das war das erste Mal für mich Schauspielerei. Ich habe das nicht so auf die leichte Schulter genommen. Ich habe auch Unterricht genommen. Und habe 1000-mal gefragt am Set, ist das gut, können wir noch was anders machen? Weißt du, weil ich wusste, dass auf mich die Augen auf eine andere Weise sind, weil die Leute wissen, ich bin eigentlich Musiker. Und dann sind sie erstmal so von vornherein so, ja zeig mal so, wie hast du das gemacht? Ne? Und ich wollte unbedingt zeigen, dass das nicht vom Niveau her abfällt, im Gegensatz zu den anderen Schauspielern. Und ich wollte diese Aufgabe gut meistern. Weißt du? Ja. Ich dachte definitiv, dass jeder gut zusammengekommen ist. Dachte ich. Die 3 Jungs? Ja, dass ihr gut zusammengefasst habt. Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst. Ne? Der etwas dickere, der ist sehr lustig. Ne? Was gab es zu Frühstück? Gute Frage. Rühreier. Der Kieler ist auch ein persönlich sehr guter Freund von mir. Und natürlich der Hauptdarsteller, der Kostja. Ist dein echter Charakter so wie dein Rollencharakter? Überhaupt nicht, nee. Also manchmal ist es ja so, dass man was von sich mit in die Rolle reinbringt, aber in diesem Fall überhaupt nicht. Celal irgendwie kann überhaupt nicht mit Geld umgehen, dann hat er irgendwie mit Kindern irgendwie auch so ein Problem, dass er erstmal überhaupt nicht weiß und ich bin eigentlich das Gegenteil. Ich habe damals sogar ein Praktikum im internationalen Kindergarten gemacht und so und arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen. Also wir haben schon unsere Differenzen. Kostja ist auch ein super Schauspieler und ich hatte ja eigentlich so, sag ich mal, die drittgrößte Rolle. Ich war zwar in dem Hauptcast, aber es war von den 3 so die 3. Rolle. Da könnt ihr euch auch sowas vorstellen? Schauspielerei? Also ich definitiv schon. Ja? Ja, es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. So. Wenn ihr an sowas interessiert seid, kann ich euch auch nur sagen, das ist genauso wie bei Musik. Da muss man auf jeden Fall auch was für machen. Das geht nicht einfach so. Es kann auch sein, dass ein Schauspieler sagt, ey, warum hat der die Rolle bekommen? Weil der ist kein richtiger Schauspieler, ja. Und ich habe der Schauspieler könnte sagen, ja, ich arbeite seit 15 Jahren und warum kriegt jetzt so ein Rapper die Rolle? Aber ich arbeite auch seit 15 Jahren, ja. Ich habe mir das ja erarbeitet, dass mich dann diese Leute dann auf dem Radar haben und sagen, okay, das könnte interessant sein, der könnte passen, so, weißt du. Deswegen, also, das ist wie alles, hat viel mit Connections zu tun und mit Fleiß, ne? Das sind eigentlich die 2 Sachen. Ja, und natürlich Talent. Wenn man talentlos ist, kann man es nicht machen. Aber ich glaube, bei euren Genen, da geht schon was. So, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr talentlos seid. Ich glaube sogar im Gegenteil. Ich bin sehr gespannt, was eure Mucke ist. Du musst ihr mir mal vorspielen. Eine Frage. Ja. Wie bist du zum Rappen gekommen? Also ich war noch sehr klein. Wie alt seid ihr jetzt, wenn ich fragen darf? 14. 14? Du bist noch jünger, 11? Okay, ich war ungefähr so alt wie du. Und dann fing ich an, ein bisschen zu schreiben. Dann fing ich an, mich für Rap-Musik zu interessieren. Und damals, wo ich auch gewohnt habe in einer kleineren Stadt, da gab es auch kein Internet, ja, damals. Du konntest nicht die Informationen über Rap holen. So. Du warst froh, wenn du irgendwann mal was über Rap mitbekommen hast. Irgendwie im Fernsehen oder wenn jemand was auf Videokassette hatte, haben das alle so geteilt unter sich oder so. Ja. Ich habe viel Geld ausgegeben für Platten, für CDs. Und ja, dann habe ich mir diese Knowledge sozusagen erarbeitet. Und ja, dann fing ich an. Und damals war das was voll Besonderes. Die haben immer gesagt, boah, du bist aber gut für dein Alter. Ja. Heute ist es so, du siehst ja, sein Bruder ist 11, der macht das schon. Damals war das noch nicht selbstverständlich so, weißt du? Da war das einfach so eine Ausnahmeerscheinung. Und dann habe ich auch ziemlich früh dann schon einen Record-Deal bekommen, mit 18, 19 so. Und dann, seitdem mache ich da ein bisschen rum. Kannst du den auch in deiner Muttersprache rappen? Also in Türkisch kann ich schon rappen,
nicht so gut, mein Wortschatz ist nicht so gut in Türkisch wie jetzt mein deutscher Wortschatz, weil ich halt hier geboren bin, eigentlich wie ein Deutscher aufgewachsen bin, ja. Aber ich kann es schon, ich kann Türkisch ungefähr so gut wie Englisch, so, weißt du. Ich kann es irgendwie, aber nicht so gut, so, weißt du. Ich verstehe auch alles, aber wenn ich das spreche, merkt man schon, dass ich das nicht perfekt kann, so, weißt du. Aber ich könnte, ja, ich habe auch schon ein paar Mal auf Türkisch gerappt, aber nicht häufig, so ein paar Mal. Ja, bei euch ist das ja auch ganz interessant, ne? Ihr könnt Holländisch, Deutsch, Englisch. Rappt ihr auch in den ganzen Sprachen? Oder singt ihr auch? Also, so wie bei nicht mir. Türkisch. Weil wir können es, aber nicht hundertprozentig. Also müssen wir immer noch lernen, bevor dass wir das wirklich in Holländisch rappen können. Und die Wörter sind auch richtig lang. Ja, ich bin gespannt. Ich werde immer gespannter hier auf euer Material. Müssen wir mal zeigen, ja? Machen wir. Okay. Okay, lass mal nach. Aber der Beat war so geil, Digga, lass ihn mal auf den großen Box im Studio hören, ne? Okay. Komm. In class I'm so distracted, they blame it on my ADD. She can be my riddle and I'm focused on her next one. The way she walks, the way she talks to be about kids or unicorns. Just like the way her eyes light up, can't get that on the telephone. Hey, my spidey sense on overload. I'm in the zone, doing the happy dance. Cause she said she'd go to the fair with me. Maybe ride a scary ride sitting next to me. Holding hands with a fantasy. Maybe I can show her how special she is. Cause She doesn't see the beauty that lies within. She doesn't know the beauty I see. Jo Leute, ich hoffe, euch haben meine Stories über das Game gefallen und was ich den Jungs zu erzählen hatte. Deswegen teilen wir das auch mit euch, damit ihr das auch mal sehen könnt, damit ihr auch einen Einblick sehen könnt in die Branche und so weiter. Und ich glaube, das sind zwei sehr ambitionierte Jungs hier, deswegen erzähle ich das denen gerne, dass sie die guten Sachen im Business erkennen und die schlechten weglassen. Und das ist unser Fazit. Danke. Danke euch.